que va para Sion, sin comprar boleto en ese yo voy. El viaje es glorioso y gozoso voy, porque Cristo es conductor. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazme la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Los que van de viaje gozosos están, porque van viajando a la gran ciudad, de calles de oro y mar de cristal, no por siempre vivirán. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazme la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. No parado estés, hazle la señal, pronto parará. El viaje es de gratis, no hay por qué pagar, porque ya pagado está. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Cánticos celestes se oyen resonar, jubiloso el pasaje va. Esperan ansiosos la estación final, que será la eternidad. En el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo porque asientos hay, solo espera tu llamada. Von der waren was hier in Teimerhahn, wat brukt dat we kan im Seen leben doen, wat brukt dat we kan vorwärts kommen in ons leven. Haben wir uns gedacht an, warum komme ich nicht vorwärts, warum habe ich nicht Erfolg und so weiter. Oder hast du uns gedacht, wo kommen all diese Segnungen her und wo kommt das her, dass ich nicht sein, was ich sein. Weil ein Ding, als von der ist das Thema, was wir wollen reden, über das nennt sich Staunthauft sein. Und wir sind, was wir sein willst, wir sind Staunthauft, entweder in das Gute oder in das Schlechte. Und von der, wir kicken, was sagt die Bibel über Staunthauft sein. So, wir sind alle vielleicht Staunthauft, oder in das andere. Die Bibel sagt in 2. Timotheus, Kapitel 12, Vers 8 und wieder, sagt es steht, denk an Jesus Christus, der von Tod abstöhnt, der von David herstammt, so aus mein Evangelium liegt. Wenn dort ein Leben macht, und aus ein Verbrecher eingestorben sie, aber Gott sein Wort ist nicht vorgenommen. Und wo wir in echt alle durchgehen, ist, dass Gott sein ausgewähltes Volk mag die wahre Seiligkeit und die ewige Herrlichkeit kriegen, die in Christus Jesus zu haben ist. So hier so, Paulus, der wir eingestorben, der wir in Karsel waren. Und was heute ist, er sagt, wenn was ich das durchgehen da, und wenn was ich ansetzen da, und durch diese Schwierigkeiten gehen da, es will ich blieb Staunthauft und das will ich will haben, das Wort soll rübergebracht werden. Du wirst holig fast. Du wirst sein echt Staunthauft. Und denk mal an, Paulus, der Ansetzen haben wir
vastgenommen, hij zei, als een verbreker zat hij aan. Maar hij zegt, wem wat ik Staunthauft blijven, als wil ik wel aan de mensen zullen bekannt worden met het evangelium. Ik wil dat niet abgeben. So, Paulus hat eine Ursache, Staunthauft te blijven. En van daar werden we ons wel een beetje bekijken, wat meint dat, wenn wir sagen, wir reden von Staunthauft. Weil einders, wo soll wir Staunthauft in hier so sein? Weil ich glaube, ich sage, ich habe hier ein Lied gesehen, auf vielmals lang habe ich hier ein Lied gesehen, Jugend. Die sind gekommen und ich kann sagen, die sind Staunthauft. Und das ist wegen, was die vielleicht mutig sind. Das ist wegen, was du sicher hast. Das ist wegen, was du, was du bist, du bist Staunthauft. Dort, was wir sehen, das kommt nicht bloß von Versalz, das kommt von her, wie mehr in der Anstrengung. So, wo sind wir noch Staunthauft? Wir sind Staunthauft in unserer ganzen Umgebung. Wir sind nicht wie schaffen, da sind wir in der Staunthaftigkeit. Und so sind wir auch vielleicht in den Schulen, in den Kirchen. Wir sind Staunthauft, sei wie irgendwo. So, was braucht das am Staunthauft zu sein? Das sind 3 Dinge. Eins ist, dass wir durchhalten tun. Und 2 ist ein Zweck. Und 3 ist ein Wert. Wenn dein Ziel ist, mehr zu lesen, dann braucht das durchzuhalten. Wenn dein Ziel ist, mehr zu beten, das braucht durchzuhalten. Wenn dein Ziel ist, dass du ein besseres Familienleben haben, das braucht durchzuhalten. Das braucht das durchzuführen. Wie kann es sein, an einem Farmer, den sein Ziel ist, der will eine Ernte, der kann dir einen Moskitenstab, einen grünen Stab merken. Wenn was willst, der hält durch diese Hitze, durch die Wurm, durch Schwierigkeiten, der hält das durch, der hält aus. Wo sind wir noch, dass jemand der hält durch? Wir sehen, dass Jesus umtritt, er hält durch. Warum hält Jesus durch? Weil der zweite ein Zweig. Er sagt eine Ursache an. Das ist, was wir von der Aufbrüten tun. Am Staunthauft zu bleiben, braucht das wie Nummer 2, dass wir eine Ursache haben in uns Leben. Was ist die Ursache, dass ich durchholen darf? Hast du eine Ursache für? Was für eine Ursache hat Jesus, dass Jesus durchhält? Seine Ursache wird, dass all die Menschen sollen bekannt werden mit dem Evangelium. Dass wir sollen erlöst sein, dass wir sollen gerettet werden. Das wir seine Ursache, dass wir sehen kommen. Was wir, die Ursache, dass Paulus, haben wir okay damit, wenn sie Amok anstarten dort. Man hat fast wie in Jail. Das ist wieder einmal. Weil seine Ursache wie das. Man hat Brücken das, dass ich fast sein. Aber was sagt er? Das Evangelium ist danach nicht fast, wenn sie mich fast haben. Er können Brüder schreiben. Er sagt, er hat ein Hort für die Menschen. Dort wir seine Ursache. Er hat gedacht, dass du Staunthauft bleiben ist. Was ist deine Ursache, dass du Staunthauft bleiben ist? Du hast eine Ursache, häng ran. Und das nächste ist, der 3. Punkt ist, das ist ein Wert. Was von werthaft dass ich Staunthauft leben darf. So, das sind diese 3 Dinge in uns Leben, was wir unbedingt sollen haben. Und den Wert, was ich sagen darf, wo ich Staunthauft sagen darf, was für einen Preis gebe ich dort? Der Herr wird den Preis wollen sagen, den Wert, für was ich Staunthauft bleiben darf, der Dollar, wo ich durchhalte. Was für einen Preis hat Jesus auf uns gesagt? Für mich und für die. Er hat einen sehr, sehr hohen Preis gesagt, das kostet ihm sein ganzes Leben. Er hat uns gesagt, so viel wird wie wir, und du wirst hält er durch. Weißt du, warum wir nicht durchhalten dürfen? In unser Problem, in unsere Sucht, in unsere Sinn, wir uns fehlen, wir Menschen süchtig, und trinken, süppen, Drugs, schlechte Gedanken, alle Hand. Weißt du, warum wir nicht durchhalten dürfen? Vielmals essen wir sagen, einen kleinen Preis, frei zu leben. Und dann ist es Gott dort wird, Staunthauft zu bleiben, durchzukommen. So dann müssen wir gucken, wie viel wird es dort frei zu leben in Jesus Christus, es dort wird. Der Herr hat den Preis nicht geworden absagen. Die größere Anstrengung wollte mehr, Staunthauft zu bleiben. So viele Menschen sage ich dort. Und ich sage von Sonntag, die haben einen hohen Preis gesagt, wenn es geblieben anhalten. Vielleicht voll wir war ein bisschen, aber am Stufe war er ab und wir blieben anhalten. Ich habe einen hohen Preis, ab was? Ab meine Säule, meine Familie, ab meinen Nächsten. Das viel mehr wird, ein freies Leben zu leben, als in der Gebungenheit. So, wenn wir wollen in Sehen haben, dann braucht es von der, dass wir wollen diese 3 Dinge haben, durchhalten. Kann auf einmal irgendwas abgeholt werden, dass ich nicht was durchhalten kann. Ja, wir können anmuten und sehen.
Jemand kann uns anmutig merken. Na, wat ik op einmal wel treden, dan denk ik, als het wird. Maar dan moet ik er immer wieder aan denken, wat voor prijs heb ik gezegd. Dan hebben we dat weer klar. Yes, dat is dat wird reich te houden. Unbedingt is het. En dan kunnen we weer voorwaarts gaan. So, nu werden we vandaag mal ein bisschen kijken, wo wird mit das alle Hand führen? Was wird es tun? Weil wir müssen ein Ziel sagen. Hast du ein Ziel in deinem Leben von dir? Wir sollen unbedingt ein Ziel haben. Was ist ein Ziel? Well, ein Ziel soll sein, Nummer 1 ist, yes, ein Tag al am Himmel zu sein. Und diese Lösung hat er uns ganz klar gemerkt. Aber das nächste Ziel ist, ein Sehen sein auf dieser Welt. Ein Sehen sein in dieser Umgebung. Das soll ein Ziel sein. Das nächste ist vielleicht, wenn eine Familie hat, dass wir ein schönes, feines Familienleben haben. Der andere würde sagen, mein Ziel ist, dass ich ein guter Partner sein zu meinem Partner. Die Kinder würden sagen, mein Ziel ist, Kinder zu sein, die die Eltern wollen, gehorchen in ihren. Und das dort können wir Ziele sagen, was wir haben. Vielleicht würde einer sagen, weil mein Ziel ist, ich will meine Kinder und keine Schuld schicken. Mein Ziel ist, ich will meine Kinder beschützen und so weiter. Was immer das Ziel in unserem Leben ist, muss wir klar haben. Wofür wird das mein Ziel? Und dann wollen wir können durchhalten. Und durchhalten. Also natürlich, wenn wir fertig so abgebliche Sachen sind. Weil ja, dort, was wir den ganzen letzten Preis wollen geben, da wollen wir das erste Zeit schmieden. Habe ich nicht mal gehört, dass wir einen Glauben, dass wir haben das klar, wir haben Sinnenvergebung. Dann braucht der Pferd ein geringste Bett Mann und dann sagt, ach, das war alles, das sieht schmieden, wenn das ist. Das ist nicht bekannt. Also du weißt, ob einmal, wenn wir einen leeren Preis gesagt. Was immer wir wollen einen leeren Preis sagen, wollen wir das erste Ritsch schmieden. Was immer wir wollen einen hohen Preis sagen, wollen wir festhalten. So, was haben wir von der fast? Haben wir fast um Glauben? Als uns das wird, dass wir diesen Glauben geschenkt haben, dass wir in dieser Vergebung leben, als uns das wird. Oder was es bei uns viel wird. Können das einmal der Glauben sein, oder können es ganz was sein. Hier haben wir gekeken, das ist die Person. Was ist das Ziel? Vielleicht hast du das Glauben. Das ist ein Ziel, Glauben zu haben. Man muss Staunthauft bleiben. Man muss wachsen in diesem Glauben. Wir wollen durch kämpfen gehen. Wir wollen vielleicht jener haben. Aber dann bedeutet das, dass ich nicht abgeben. Ich blieb Staunthauft. Wenn was willst, ich hatte so einen hohen Wert abgelegt. Und was nach mein Ziel? Vielleicht habe ich ein Ziel, dass ich deinen will. Vielleicht habe ich ein Ziel, ein Familienleben. Vielleicht habe ich ein Ziel, ein Schutz im Heim zu haben. Ich habe bei uns haben, was für ein Ziel hast du in Leben? Oder habe ein Ziel, aber einmal, dass wir irgendwo in den Sinn leben dann. Ist nicht die Wahrheit. Ich singe einmal Staunthauft und ist was mir was sagen, wo ich wohin führen. Wir können einmal ein Ziel haben in den Sinn, was wir flehen da. Und vielmal sagt der Mensch, ich kann nicht von diesem Sinn los. Ich kann nicht frei werden. Aber ich fühle immer weiter trainieren. Kann es dabei mal sein, dass wir so Staunthauft sind und flehende sind? Wenn es immer wir wollen flehen, weißt du was? Das wird in uns was wissen. Und was immer wir wollen flehen, ist ein Ziel. So, vielmal sagt der Mensch, ich kann bis ich frei werden. Weil er denkt, wofür wird es bei mir sein? Hat ich noch so viel Läufe sein? Dass ich zu wenig kann frei werden? Oder was habe ich in meinem Leben, was ich von der flehen da? Kann er dabei mal ein Gedankenleben sein? Dass ich negativ denken da. Dass ich mich ein bisschen darüber beschäftigen da, mit ich gerade so, was mich nicht halten wird. Dann ich bei mir sagen, Staunthauft, mit mir bloß Dinge tragen und überdenken, was mich noch nicht wohin bringen da. Oder das nächste ist, habe ich einmal ein Ziel in meinem Leben, wo ich vielleicht beleidigt sein. So ehrlich beleidigt. Mit mich nicht getroffen. Und einige sind sehr Staunthauft und dort, willst was willst, das geht gleich schlecht und sein Aufbrachen, Mann. Und dann. Ja, das nicht scheint, man so einen Aufbrachen, ja, das nicht? Einzig gleichen dort. Das sind Staunthauft dort. Und das sind beleidigt.
En dit kunnen we een doel zielen uitzien in ons leven. Wat is mijn ziel in leven? Wat doe ik? En wat zijn ik Staunthauft? Wat van prijs geef ik dat? Hoeveel weet is bij mij dat mijn leven? We willen vrij zijn, niet zo? We willen een vrij leven leven. Dan moeten we also een entscheidung maken. Dus ik ben een mens, moeten we kijken, wat houdt mij van jou, je bang? Want dat is het kaartje. De deur is op, dan moeten we einmal klar hebben, dat Jezus Christus is dat op. Maar dat denk ik is, wat houdt mij nog in het kaartje ben? En wat zijn ik je bang? Ik moet zeggen, ik ben niet vals. In grote dingen. Maar we kijken dan. Hier zou mijn leven. En wat zijn ik Staunthauft? Is dat een zin wat ik vleien doe? Wat immer ik in de vergangenheid vasthouden doe, wat passiert is in mijn leven, en ik dat niet kan loslaten, dat wordt een hindernis zijn om mijn ziel te bereiken in de toekomst. Zo zijn ik op eenmaal Staunthauft in mijn vergangenheid. Dat ik immer kijken, dat ik wat is du ben. Viele mensen, die zijn zo Staunthauft in arbeid. En veel bij jou in je leven. Die zijn Staunthauft in de vergangenheid. Die zijn Staunthauft in wel anderen, was sie nicht ändern kann. Für viele Menschen ist dort ihr Karsel. Sie wollen dort ändern, was sie nicht ändern können. Leven in Weidel. Leven in der Vergangenheit. Weißt du, wenn wir auch Staunthauft dort? Dat dat dein Leben ist. Wat voor prijs hast dat je geeft van jou? Bij wie niet de toekomst gaan, bij wie zo'n jail dus tot terugkomen, dan bruk dat kijken, hoeveel weet laat ik op dat? Dan bruk ik kijken, hoe kan ik vrij worden? Wat van een hindernis is dat ik niet kan, ik de toekomst gaan, dat loslaten, voorwaarts gaan. Wat deed mij heenslaat in mijn leven? Dat wat we van jou zijn, weet je wat, dat is weer bemeelig wils wordt, dat is een invloed van mijn vergangenheid, dat is een beetje wat ik terugdenken doe. En wat denkst du van jou? Wat is dein leven model geven tomorrow? Oder hebben we dat klaar dat we de vergangenheid niet ändern kunnen? So, wenn wir Staunthauft zijn in ons geloven, wo der Herr uns te beroepen heeft, dan moeten we kijken in wat zijn ik van jou Staunthauft. En wat van weet geef ik dat werkelijk. Zum Beispiel, waarom zijn, deze persoon is wat je doen worden. Also wir diese Person moeten vergeben, nicht so? Den moet man vergeben. Was passiert, wenn wir nicht vergeben tun? Wenn wir nicht vergeben tun, also der Mensch wird besser. Und wenn wir besser werden dann werden wir gewöhnlich Rache üben. So, wat van prijs geef je dat we kunnen een vrije leven leven? Also, wenn wir dort een hohen prijs haben, een vrije leven leven, dan wollen we vielleicht niet een probleem hebben met vergeven. Maar vielleicht zijn we Staunthauft in een onverzeihlichheid. Dat ik immer weer toe aan denken doe. Heb je weer gedacht, wat voor een prijs dat is niet te vergeven? Wat we doen doen? Dat is een grote betternis. In ons leven, wat we worden doen, de vrucht van bitterheid. So viele Menschen können nicht vergeben. Weils Wort nicht, weils sie sind Staunthauft im Bitternis, sie sind bitter, in Rachüben. Die haben nach to'n hohen Preis gesagt, dass sie lieber wollen Rachüben, die wollen noch lieber sein, Jan, was je doen wollen. Die soll ich folgen, was ich gefolgt habe. Euer ich wohl loslassen kann. So, wat voor prijs hebben we dat je geeft, vergeven? Bij mij is vergeven een zeer hoge prijs. Dat zo'n hoge prijs wegens vergeving helpt mij
frei te leben in dieser Welt, wo viel bei dir ein Problem ist. Du hast Vergebung und sagst, hohen Preis für mich. Aber wenn wir die Vergebung nicht einen hohen Preis haben, dann bist du eine Person, die besser ist. Und dann wirst du eine Frucht kriegen, du wirst was ernten. Und diese Frucht, was der Mensch wird ernten, die kriegst nicht bloß du, aber die kriegst den Partner und die Kinder und so weiter. So was für einen Preis gebe ich dort? Aber beständig sein in einem, zum Beispiel auf sein Josef. Ich glaube, ich kann alle die Geschichte von Josef. Was wir am wichtig, wenn es vor allem für jeden wird im Karsel. 2 Jahre wird vor allem für jeden, mit über 2 Jahre. Aber er hat einen höheren Preis, ob die dullig sind, und es steht, dass er einen Hass drehen, über das, was er vergeten hat. Wir das wichtig, zu vergeben seine Brüder, und es steht, besser worden über seine Brüder. Aber wenn es für ihn wird schaffen, für den König, er schafft und hier wird diese Friede der am verlassen. Woran bleibt er beständig, dass er sein Leben reinhalten kann? Wenn er hat einen sehr hohen Preis, auf der Abrechtigkeit vor Gott zu sein, hat er einen hohen Preis. Ich weiß, dass diese Friede so, wo der Josef verlassen hat, und schließlich Josef ran im Haus und sagt, das kommt sich singen vor Gott. Wieso kann das Mann ran durch? Weil er hat einen hohen Preis gegeben, treu und aufrichtig vor Gott zu leben. So, was wir mal überdenken. Vermut, wo wir glücklich würden in den Sinn gehen und wo wir würden begeben. Wo wir das wir beschuldigen würden. Wir würden den Nächsten beschuldigen, wir würden unseren Partner beschuldigen, wir würden Freunde beschuldigen, wir würden Kunden beschuldigen. Aber wir würden ganz aufrichtig sein, da würde ich vielleicht mal sagen, ich habe meine Moral, dann leben Preis gegeben, meine Aufrichtigkeit vor Gott. Deswegen war ich sennen will. Ich will mir das nicht kosten lassen. Mich interessiert das sehr, was sie mir anbieten. Sieh, wenn jemand die was anbieten, der bittet dir an Drugs, der bittet dir an 70. Weißt du, was du kannst bestehen bleiben und sagen, nee, wenn du hast einen hohen Preis gesagt, wenn du weißt, dass er bei der Gärte runterleben, du hast einen hohen Preis gesagt. Aber wenn du einen leeren Preis sagst, dann sagst du, ach, das lohnt dich, dann nimmst du das, dann das dort. Dann würdest du vielleicht sagen, na ja, ich sage noch, war er gefallen, das ist ganz seine Schuld. Nein, das ist einen leeren Preis gesagt. Was von wird, haben eigentlich von der gesagt, ob das wie kann ein fernes Familienleben sein, ein fernes Vorbild sein in dieser Umgebung. Ein Vorbild sein, was wir sollen sein für unsere Familien in dieser Umgebung. Was für einen Preis haben wir dort gesagt? Haben wir einen Preis gesagt, also wo wir abpassen, dass wir kein Vorbild sein. Oder wir geben uns einen Preis, dann wollen wir sagen, endgültig sein. Wir wollen dort keine erregen, wir sagen, ich kann nicht das und dort und jent. Das denke ich, was wir das nicht können. Das meiste Zeit erst, wie es Wort wir haben das lehnen, wird gesagt, deswegen kommen wir nicht was durch. Aber bei der Arbeit, wenn wir schaffen da. Die Arbeit geht mehr, als am Form ist, im Geschäft ist. Was immer wir in uns Leben tun. Hat das angefangen, dort wo ich einen guten Wert ableihen, da einen guten Preis habe, was mich sehr interessieren wird, da bleibe ich beständig an. Dann kann ich das auch. Aber dort, was mich nicht interessieren wird, bleibe du beständig an? No. Dann würde ich sagen, ich kann das nicht. Ich kann das bloß nicht. Wir können das deswegen nicht, weil wir einen leeren Preis hier. So, Mann, ich möchte von dir fragen. Was für ein Preis, was für ein Wert, das du dann ableihen? Wie viel wird es dort in ferner Futter sein, in Futter für das Heim sein, in sicherer Platz haben? Wie viel wird es dort? Was für ein Preis sagst du denn ab? Wenn du dort einen hohen Preis sagst, dass du das sein kannst, wie viel wertvoll das bei Gott ist, in Futter sein, was du erst durch das nicht schützt, was du erst aus einer, was du versorgen ist für den Heim, dann wo wir beständig sein, da wo wir Staunthauft sein, da wo wir nur Handschriften, was wir sollen sein. Aber wenn wir das nicht wollen, hier einen Preis sagen, dann wollen wir glücklich wollen. Und früher kann ich sagen, was für einen Preis sagst du, dass du wirst diese Hausfrau sein, diese Mama zu dir kennen, was für einen Preis sagst du, dass du diese Früh kannst sein. Wenn wir einen leeren Preis sagen, dann wollen wir vielleicht denken, dass es nicht mal wird, Staunthauft zu bleiben. So bleibe Staunthauft in der. Was braucht es dann?
Weißt du, Paulus, wie sehr interessiert ist, dass jeder einer, der soll das Evangelium kennenlernen, was er von Gott hier um Bord wird, was er kriegt. Und dann erst, wenn es, was er das alle durchgehen und dort. Weißt du, warum ich das uitholen, deine Karte davor mit dem Bicycle? Sagt mir Staunthauft. Eins Menschen lernen, ich bin nicht ganz okay im Kopf. Aber weißt du, wen, was ich Staunthauft hier? Jetzt ich sage, einen großen Wirt, ob das Ecken uns sehen, können uns Futter und sehen, hauptsächlich stets handeln. Das hat einen hohen Preis bei mir. Das hat so einen hohen Preis bei mir, dass wir mir don't, wenn somebody sagt, dass ich stupid wird, das tut, die können mit ihnen stupid sein, den Preis nicht gewähren, dass ich betreiben. Nope, das gewähren das auch nicht. Dann packen wir mal weiter. Das wird in uns Leben noch brücken, von der. Jemand wird die Doel dran, wird sagen, die gleich, die hast dein Leben geschenkt, ja? Dann wird die Doel dran, so, wenn die dort einen hohen Preis hatten, dann wird die was gewinnen können. Dann wird sagen, sei was du weißt, das fehlt dir aus, da wird ich sagen das. Sei was du weißt über mich. Und wenn ich alles gesagt habe über die, was er sein wird, dann sagst du denen, weißt du was, du hast nicht so viel gesagt, aber das ist mit mir noch viel euer. Wenn ich in der Bibel nur kicken, die Bibel sagt, du bist nicht gut in mir, weißt du? Seid ihr denen, du hast recht gesagt, was ich sage. Das bist noch viel euer. Aber nu hat Jesus uns erleist, da ich ihn gestorben, und dadurch kann ich von der sein, dass Gott sie nicht nur, kann ich selbst einen hohen Preis haben, dass ich kann standhaft bleiben in jetzt Leben. So das wäre ein Wort. Ich bin dankbar von der noch für meine Papa. Meine Papa wie ein Mann mit einem sehr starken Bauch. Weil meine Papa, der lehrt uns, standhaft zu sein. In Kanada bestarb. Er lehrt uns dort, er sagt, wie nicht bloß das Geld, was die verdienen, aber er sagt, dat als dat wird, den Vertrauen abzubauen, du so mit den wird, der muss das sein. Er sagt, wie man uns Vertrauen abbauen. Und er sagt, dat als in dieser Preis, dat der wird das sieht, dat wir standhaft sind. Und er lehrt uns dort. Er lehrt uns dort, ich weiß, wir haben abgestorben gewollt, und dat ist so drin. Und er sagt, du wen, ich habe euch abgegeben. Das ist gar nicht nötig. Du wen, war wir gut weiter. Und nicht warm wir. Dann ein bisschen der Regen bei dir, dann sagt, wir können nicht abgeben. Dann dachte ich so, das wird gut tough. Aber unser Papa lehrt uns, standhaft zu sein, willst Wort dir ein Dach, was dir dort fehlt. Hast du mal ein Dach, was du mit deinem Leben von der ist? Gleich abgebrich sein und denken, ach, was ich alles zu Zeit geschmieden. Das kriegst du wen, willst, wir sagen, dein Leben Preis ab dort. Zum Beispiel gesund leben. Was für einen hohen Preis hat wir ab gesund leben? Hij moet hier dat Menschen sein, die mehr als für eten und eten für den mehr und eten nicht, weil ich leben kann, weil es ein Tag sind, kann ich nicht eten, dann muss ich umwelt sterben, sondern eten wir dort, was wir wollen. Weil du fahren wohl vielleicht einen kranken Körper kriegen. So, wollen wir einmal checken, was für einen Preis sagt ich ab Gesundheit? Als dat het wird. Nur die Gesundheit abhosten, so geht es mir ehrlich. Wenn ich einen hohen Preis zur Hand sagen, dann will ich auch abhosten. Wenn mir das nicht wichtig ist, dann will ich vielleicht nicht viel am Raum geben, aber dann will ich vielleicht vielmals bei den Doktor sein. Können sie leicht mehr ehrlich sein. Der nächste Ding ist, was von wird es bei mir in die Gerechtigkeit leben? Oder was können wir sein? Was für ein Preis hat ihr, und dass wir wollen treu sein? Dass wir wollen treu sein. Aufrichtig sein. Bleibe standhaft und treu sein, aufrichtig sein. Sag du in Wirt an, dass es gut ist. Viele Jugend, die würden nicht das durchgehen. In ihr Leben, die würden nicht das durchgehen, wenn die das würden sein, wenn die würden in Preis sagen, ab ihre Zukunft. Da würden die von der all sagen, no, weißt du was, das geht mir nicht an, das kommt mir nicht aus. Ich sage, tun dir einen Preis auf mein Leben, und auf mein Treu sein, und auf mein aufrichtig sein, und ich will standhaft bleiben in das. Und das werden viele Jungen nicht durchkommen dort. Wenn wir haben in toll Licht den Preis haben. Hier ist eine Geschichte von einer Frau in der Bibel. Und diese Frau, die hat ein Problem, dass dachte, wir von bei sie erst besetzen. In Matthäus Kapitel 15, 28
sagt das so aus das. Dann ging Jesus von dort und trug sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon. Und dann kam von dort ein kananitische Früh entgegen und fing an zu schreien und sagte, oh Herr, du darfst dich sehen, hab Mitleid mit mir. Meine Tochter wird schrecklich vom Sodtun geplagt. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Und seine Jünger aber kamen und prachten schick die früh weg. Die schreck an sich heran. Jesus sagt, ich sie bloß nur die verlorene Schub in Israel gekommen, geschickt. Sie kam aber und kniet sich vor ihm und sagt, Herr, help mich. Und er sagte dass es nicht reicht, dass die Kinder ihr Brot zu nehmen und die Hunger fertig schmieden. Sie sagt, ja Herr, ich weiß, und doch eten die Hunger, wird bei ihren Herren vom Tisch fällt. Und dann sagt Jesus zu ihr, o Frau, du hast einen großen Glauben, und du sollst kriegen, was du dir wünschst. Und ihre Tochter wird plötzlich gesund. So hier sind wir eine Früh, und das wird eine Früh, das wird nicht eine jüdische Früh. Das wird eine Früh, was eine heidnische Früh wird, und das wird einfach wie einfach so betekent, dass alles, was nicht in Jüd wird, das wird ein Hunger, okay? So, ihr seht Jesus zu der Früh. Na, es hat reicht, dass ich das Wort Gottes nicht nehmen darf, und ich das von den Juden wegnehmen, und ich schmiede das Hunger für. Und dann sage ich der Früh, ja, aber doch, die Hunger, die Freten, die Kräumels, von was bei den Herren vom Tisch fallen wird. So, das meint so viel, dass sie hat gehört, dass wenn er hat gepredigt zu den Juden, sie hat gehört von das Wort Gottes, und sie hat von das Wort Gottes was teilgenommen, dadurch wir sie segnet geworden. Und die ging sie und schreit sie, und sie kniet sich vor Jesus. Und sie wisst dort, sie hat das Vertrauen, dass Jesus würde erhelpen. Und dann sagt sie nicht, halt meine Tochter. Das ganz erste sagt sie, Herr, halt du mich. So diese Früh, die wir Staunthauft, und er sagt, halt du mich. Und dann sagt Jesus, was du willst, und dann sagt sie dort, und dann sagt Jesus, den Glauben haft dir gehalten. So, was halbt diese Früh? Diese Früh halbt dort Glauben. Und was passiert? Sie wie Staunthauft, sie hat sich ins Ziel gesagt, und bei ihr wird dort wird gewesen, nur an Jesus zu kommen. Dann sagen wir hier so noch eine andere Früh in Markus Kapitel 4, Vers 28, dass wir eine Früh, die du einen Blutgang hat, für Jahre gehabt. Das sage ich, und du wie eine Früh, die hat 12 Jahre einen Blutgang. Und hat auch viel gelitten, da ich ein Teil Doktor schon alles ausgegeben, was sie hat. Aber dort wir mit ihr, und es steht besser bloß nach einmal euer geworden. Und als sie von Jesus hielt, kam sie durch das Volk und ging und schied seine Kleider an. Sie hat sich gesagt, wenn ich bloß an seine Kleider anschieren würde, dann würde sie gesund werden. Und das war zu tun. So diese Früh, der hat ein Problem, der hat einen Blutgang, sie hat auch für Jahre einmal gebläht. Und sie hat auch gedoktert und sie wissen nicht wohin. Das hat alle nicht. Alles Geld hat sie ausgegeben. Aber diese Früh, der hat was von Jesus gehört und nun hat sie zu sich gesagt, wenn ich bloß vor Jesus am Rock anschieren, dann war ich gesund worden. Das hat sich zu sich gesagt. Weil in dieser Früh, die können nicht das offenbaren und sagen, was der Trouble war. Weil wenn wir das Alte Testament nur lesen, dann wird diese Früh ein Problem, was sie hat, sie sollte nicht nur mit Menschen werden, sie wir andere, sie sollte nicht nur mit Menschen sein. So, das wäre eine Sache, wo sie sich gleich wollen, zu sagen, Jesus, ich mal das Trouble haben, ich möchte mich heilen. So, der einzige Weg, wie wir Jesus können anführen und glauben, dass sie können gesund werden. Das hat jeder bei einmal gesagt, die hast Sachen, die hat, und die kostet nicht für ein Dach bringen. Die fehlt dort mal, dass die alleine Jesus kommen. Und die kannst von der, Jesus nimmt das auch an. Diese Früh, wird ganz angenommen. Und Jesus wisst dort, dass jemand hat euch geschieht. So diese Früh wirklich gleich durch Harte kommen und so wieder willst, was willst, so wie ihr seid halb eine andere in der Früh. Aber sie hat bei sich gesagt, wenn ich dort war dann war ich gehalten worden. Und das war das Brücken, dass wir Staunthauft sein, ein Wort. Dass wir Staunthauft sein und nicht abgeben. Diese Früh, der hat einen hohen Preis gesagt, der hat einen hohen Wert, der hat das klar gemerkt, das wird das Wert sein, wenn ich Staunthauft bleiben und ich wird sein, Jesus zu kommen, Pfoten am Ohren. Und das wird sie auch da. Und als das auch wird, die würden sagen, hey, weißt du was, mein Ziel ist nur an Jesus zu kommen und ich will am anschieren. Und vielleicht sind das Dinge, wo ich kann das vielleicht rüberbringen, was mich krieg ist. Das sind die Hotbahn.
Aber weißt du was, wenn wir Jesus wollen im Glauben anschauen und wir wollen im Gebet ankommen, heute kann uns Kreis Gott holen, als heute früh deit. Und diese Früh, weißt du, warum die Heilung kriegen deit? Weil die Früh, die wir Staunthauft. Diese Früh, die haben sie könnt weiche tun haben, die haben könnt gesagt haben, die Gehirschen in der mangt das Volk werden, du bist eine andere eine Früh. Aber diese Früh, die wir Staunthauft, und sie sagt dort, wie das wird, wenn ich mir wo mangt das Volk bringen, und ich wo Jesus anschauen. Und Jesus, die früher, wir haben euch hier. Die Jünger sagen, na, wo bist du nicht mehr? Früher, wir auf euch hier, guck mal, wo für Volk an die ist. Jesus, der wisst dort, haben wir heute Abend im Glauben euch hier, wenn du wie eine Kraft gehen. Dann dreht er sich um, dann sagt er, die Früh da. Und dann seht ihr, diese Früh, Jesus, die ganz volle Wort hat, was mit euch passiert wäre. Und weißt ihr was? Wir können nicht nur da kommen, Jesus, oder wir können am Glauben anschauen, und dort wird Jesus auch an, wenn wir im Glauben anschauen dann. Bloß ich denke, als es dort wird, dass in die Jesus gehen dann. Als es dort wird. Wenn es dort wird sein, wo wir beständig bleiben, dann wo wir das tun. Aber als es nicht wie denkt, wir sollen erst mal ein kleines, oder haben vielleicht so viele Menschen für euch, sagt wir gerade drin, gewächert Menschen hier, oder als ob unsere Gesundheit, ob unsere seelische Lehre, was da wir gerade drin wird sagen. Viele Menschen von der heute Wort, die kommen hin, die waren halb. Und dann haben halt immer einer gesagt, mir fehlt sehr nötig halb, mir fehlt sehr nötig, bloß ich denke erst, ich habe da Angst, was Menschen denken, dann haben die hier ein Höhen wird, und ihr Leben, hier haben sie hier ein. Und solange wir dort wollen haben, weißt du, wir wollen never vorwärts kommen, wenn wir uns bloß Menschen verloren dann. Deswegen wird viele Menschen bei Staunthauft bleiben dann. Wir haben so viele Menschen für euch. Die denken so, was wird Jana denken, wenn ich nur da komme? Was wird die denken, wenn ich mein Leben angeben für Jesus? Ist das nicht so? Wer weiß, die Specker wird lange nicht töten, wenn die Menschen würden nicht so Menschen für euch haben. Ich habe mal diese Frage gebraucht, wenn wir Menschen für euch haben. Für wem da wir fürchten? Die Bibel sagt in Psalm 147, Vers 3, das sagt, er halte ein gebrannt Wort haben und er bebengt an ihre Wunden. Okay, so Jesus ist der an seine Wunden bebengt, der heißt der Heiler. Der vierte Vers sagt, er teilt die Stirns und nannte alle Benommen. So, was seht ihr? Wer teilt die Stirns? Wer hat teilt? Gott hat. Er teilte und er nannte alle Benommen, all die Stirns. Wer von euch hat mal von den Stirns geteilt? Was denkt ihr, kann ihr nur bei den Stirns teilen? So, warum würde ihr nur befürchten, wenn der nicht kann? Warum? Like, wenn du den nur befürchten lässt und du fährst gern, oder du fährst mich, Hein Friesen, Prediger, und denkst so, okay, ich kann nicht die Stirns teilen, das sage ich dir noch, okay? So, da nicht Angst haben für mich. Like, wem wirst du von der fürchten, ja? Wem immer die fürchten lässt, für das er kann die Stirns teilen, die mit Numm an. Wenn er kann, dann hat er gesagt, was ist das Gott, was das kann? Er sagt, hey, erst der das kann. So, wenn er die Stirns teilen kann, dann kann er alle mit Numm an. Erst dann nicht wird Staunthauft zu bleiben, für Amt zu leben. Oder was von Wirt sagt wir dann, was von Priest sagt wir dann haben. Wenn wir im Priest sagen, dann Menschen, wir haben Menschen, wir haben Menschen zum Gefallen leben. Die wollen dann so mal bis ein Tag hängen, die sterben nicht, wollen alle sterben, dann sagen wir, hier war ich. So erst das wird, wirklich ein schönes euer Leben zu leben, Familienleben zu leben. Erst das wird, was wir können taub kommen, uns gästlich abbühen. Weißt du was, wenn das wird, erst einmal wir Staunthauft bleiben und nicht abgeben. Nicht ans Leuten anmutig mehr. Wenn wir mal einen anmutigen Tag haben, weißt du was, da war bloß das Neues gekommen, wir werden darüber beten. Und dann haben wir prüfen, dass ich auch recht Entscheidungsgemerkt, recht Entscheidungsmerkt, dann war aber vorwärts gegangen. Wir sind nicht von der Worte abgeben da. Wenn es Wort willst, wenn wir von mir in die Bullen sind, haben wir einen Herrn Jesus in uns. Er wird uns wiesen in vielen, er wird uns wiesen, wo der Bach ist. Er wird uns Kraft geben. Wir dürfen nicht sein, ich bin von der Seite abgierig gesagt. Und er hat uns Mut getan. Wenn Paulus haben können in Kassel setzen, und er hat das hart. Und wenn ihr jetzt denkt, woran er beständig blieben, dann er hat das hart. Für was? Für die verlorenen Menschen. Und deswegen wird er seinen hohen Preis geben, denn er beständig blieben. Und er hat einmal auch das hart. Und wenn ihr in der Arbeit, wo die schaffen das, weißt du, woran du beständig bist? Wo mehr hast, willst du hast, hart dafür. Du bist beständig. Vielleicht Männer, die nicht früh, hast du ein Hort für deine Kinder. Früh ist ein Hort für deine Männer, für deine Kinder. Für was immer wir wollen ein Hort haben, weißt du, wo wir alles angeben, was wir haben, wo wir beständig bleiben.
So wo ist ans Hart von dir? Ich wünsche Ihnen allermut Freudigkeit. Das ist wird. Das ist wird. Wir dürfen nicht anmutig sein. Wir können uns hier abbühen kommen. Beständig bleiben. Aber dann müssen wir ein Ziel sagen. Weil wenn wir nicht ein Ziel haben, dann wird das nicht schaffen. Das ist kein Vormann. Ich sage nicht ein Vormann, dass der $500.000 liehen und ich würde fragen, was. Der würde sagen, ich weiß nicht. Der würde sagen, ich will Baumwolle ackern oder der will ich was kaufen. Das ist ein Ziel, wen was willst, bei denen ist das so viel wird. So am Morgens, wenn je wegfahren dann. Und ich würde eine Frau morgens bevor ich habe, ich würde ein Ziel haben, die würde sagen, die fährst hoch Arbeit. Aber habe ich auch ein Ziel in das jährliche Leben? Habe ich ein Ziel mit unserer Familie? Habe ich ein Ziel, dass wir wollen ein Vorbild sein? Und dass wir wollen mehr Menschen helfen? Was immer wir wollen für ein Ziel haben, wird uns Hart auch sein. Und wo uns Hart wird sein, wollen wir vielleicht einen feinen Preis geben. Ich habe Staunthauft Leben. Ich kann Strom von Leben in der Schilde nie. Doch merkt die Lume gut in die Blinde sein. Gefängnis du ja tobt, hat gefangen frei. Ich kann Strom von Leben in der Schilde nie. Spring auf euch wahr. In meinen Jäsch, du Opfertag. Lot alle hier spring auf euch wahr. Lot mir erfahren, dort leben in vollem Mann. Ich kann Strom von Leben in der Schilde nie. Dort Leben sprungt dann ab, os Gott mich sagt frei. Ich zieh bloß besorgt für den Strom in mich. Ich kann Strom von Leben, der springt ab in mich, spring ab euch wahr. In meinem Herz, du Opfertag, dort oder hierin, spring ab euch wahr. Lob mich erfahren, dort leben in vollem Mann. Raubeckt euch sie Nomen und nur Schilde stramm. Dort trägt mich von min Dach und sein Haar auf den Traum. Von mir so brennt, so tun ohne Stern. Raubel, oh Herr Jesus, halt uns in den Strom, spring ab euch wahr.